Hallo! Nachdem ich das Video mit der Spirale, die im Wind tanzt, gepostet habe, haben viele von euch nachgefragt, wie man sowas macht. Und deswegen mache ich heute jetzt ein Video, wie meine Spiralen entstanden sind und wie es dazu kommt, dass sie so schön im Wind tanzen. Ja, dafür habe ich mir Weiden geholt, und zwar 7 Stück. Die Spirale kann man aber eigentlich aus einer beliebigen Anzahl Weiden machen. Ich mache es meistens aber mit 7 oder mit 9. Irgendwie ist es eine schöne Zahl, 7 oder 9. Es muss aber mindestens 5 sein. Je mehr Weiden man nimmt, desto dicker und kräftiger wird dann die Spirale. Ich zeige euch jetzt mal an 7 Weiden, wie das geht. Zuerst nehme ich alle 7, die müssen auch alle ziemlich gleichmäßig sein. Zuerst binde ich mal die dicken Enden zusammen mit einer etwas dünneren Weide. So. Und das mache ich auch so wie bei den anderen Projekten. Ich nehme das dicke Ende, lege hier unter dem Daumen und wickle hier über den Anfang. Allerdings kann man es auch mal mit Schnur oder mit Draht machen, aber mit Weide sieht es natürlich schöner aus. So, das Ende stecke ich hier unten durch. Er will nicht, so wie ich will. So. Okay. Ich nehme alle Weiden in die Hand. Dann nehme ich eine von links und lege sie nach rechts einmal über die andere. Dann nehme ich eine rechts, lege einmal drauf. Eine kommt nach rechts und die kommt oben drauf. Und ich schließe hier alle hier in der Hand. Dann nehme ich eine zweite von der linken Seite. Sie geht einmal rechts rüber. Und die erste geht oben drauf. Jetzt nehme ich die nächste, geht nach rechts und die kommt oben drauf. Jetzt wieder die nächste, hier rüber und die kommt oben drauf. Jetzt wieder die nächste. Machen hier die Vögel mal ein Abendkonzert. So, ich hoffe, das seht ihr mal. Das ist jetzt für mich eine etwas ungewöhnliche Position, in der ich flechte. Jetzt sind alle einmal verflochten und sind hier in einer bestimmten Reihenfolge. Nehme ich immer die oberste . Und jetzt ist es wichtig, wenn ich diese Rute rübernehme, dann entscheide ich, wie hoch ich sie lege, ob ich sie so hoch lege oder so oder so. Und dieser Winkel entscheidet, wie stark die Spirale gedreht ist.
Wichtig ist, dass man es immer gleich macht, dann wirkt die Spirale nachher schon gleichmäßig. Und gerade bei meinem Windspielprojekt will ich 2 Spiralen haben, die gut zueinander passen. Deswegen ist es wichtig, dass man diesen Winkel bei beiden Spiralen gleich macht. Diese Technik erinnert an einen Zopf. Aber der Zopf ist asymmetrisch. Und deswegen dreht sich das Ganze. Wenn ich jetzt hier eine Spitze habe, die schon ganz kurz ist, aber die anderen sind noch recht lang, dann überspringe ich diesen einen und ignoriere ihn jetzt hier an dieser Stelle und mache einfach weiter mit 6. Aber sind alle Spitzen schon so kurz, dass ich jetzt aufhöre. Jetzt nehme ich mal diesen Pinsel in die Hand und nehme die längste Spitze und wickle ich sie abwärts. Dann suche ich mir irgendwo ein Loch in der Spirale und stecke es noch rein. Und dann noch einmal zurück. So. Das hält jetzt. So, das schneide ich ab. Hier die Spitzen auch. Und diese eine auch. So, das ist die erste Spirale. Das ist die erste Spirale. Die ist noch gut flexibel, die kann man noch ein bisschen zurechtbiegen. Ich möchte, dass sie schön gerade ist. So, jetzt habe ich meine 2 Spiralen, beide, und ich habe mich bemüht, sie möglichst gleich zu machen. Das ist nämlich ganz wichtig bei diesem Projekt, dass sie 2 die gleiche Kurven haben. Jetzt zeige ich sie so nebeneinander. So. Zwillingsschwester sozusagen. So, jetzt kommen die beiden auf einen Stock. Der Stock soll schön gerade sein. Das ist ein Haselnussstock, der ist noch recht flexibel. Ja, aber ich finde, der ist recht gerade. Vielleicht leicht gebogen, aber kann man noch ein bisschen gerade machen. So. Also. Die Spirale lässt sich hier ganz gut einfach so drauf drehen. Wie gesagt, die ist recht flexibel. So, die erste ist schon drauf. Jetzt mache ich die zweite drauf. Und zwar erstmal mache ich sie genauso wie die erste. Jetzt liegen sie direkt nebeneinander. Ich möchte gerne, dass sie aber so ein bisschen versetzt sind. Deswegen ziehe ich hier so ein bisschen. Ja, so. Jetzt sind sie schon versetzt. Jetzt öffne ich das hier. Keine Sorge, es fällt nicht gleich auseinander. Und jetzt sortiere ich das um den Stock herum.
So. Dass meine Weiden jetzt diesen Haselnussstock umfassen. Dabei muss ich gucken, dass sie in der gewünschten Position bleiben. Und jetzt nehme ich wieder eine Weide und binde es fest. Mir ist nämlich wichtig, dass die Schnur so nicht so seitlich einen Knoten hat, sondern in der Mitte. Dann dreht sich das besser. So, jetzt kann ich schon ein bisschen demonstrieren. Und wie ich das mache, dass die Spirale sich ganz besonders doll und schön dreht, das verrate ich ganz zum Schluss. Wenn dir das Video mit der Spirale gut gefallen hat, dann gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss! Hier wie versprochen zeige ich meinen Trick, warum die Spirale sich so gut dreht. Hier zwischen dem Stock und der Aufhängung habe ich einen kleinen Wirbel eingebaut. Dank diesem Wirbel dreht sich die Spirale schneller und leichter.